Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja. Der falsche Hund oder der falsche Besitzer? Nun gleich vorneweg gesagt, den falschen Hund gibt es nicht. Ja. Es gibt immer nur den falschen Besitzer. Das ist meine Meinung. Dahinter stehe ich. Sie wären erstaunt, wie viele meiner Zuseher noch nie einen Hund besessen haben, sich aber für Hunde interessieren. Ich bekomme mehrere E-Mails in der Woche, in welchen ich um Rat gebeten werde, wenn es darum geht, welche Hunderasse oder welcher Hund der richtige für diese Leute wäre. Schauen Sie, ich bin weder ein Hunde-Gandalf noch ein Hunde-Dumbledore, ganz klar. Und auch meine Mittel oder mein Wissen ist begrenzt. Ja, aber ich versuche hier das Beste zu geben und versuche auch zu helfen und tue das auch gerne, auch wenn das etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Dennoch, es wird mir nicht zu viel und Sie sind herzlich eingeladen, mir diesbezüglich Fragen zu stellen. Ich weiß natürlich, dass sehr viele meiner Zuseher zu den alten Hundehasen gehören, teilweise schon Profis darstellen und ich war oft schon überrascht über das fundamentale Wissen, über welches einige meiner Zuseher verfügen. Aber wie gesagt, ich weiß auch, dass ein großer Teil meiner Zuseher noch nie einen Hund hatte. Und in diesen überschaubaren Videos, wo die Kommentarfunktion aktiviert ist, nie reinschreiben, weil ihnen das Selbstbewusstsein fehlt, weil sie sich denken, ich kann da nicht mitreden. Tun Sie das, liebe Zuseher, liebe Neo-Hundefreunde. Schreiben Sie rein, das Niveau meiner Zuseher ist ziemlich hoch. Ich bin mir sicher, die helfen Ihnen gerne. Also, schreiben Sie in den Kommentaren rein, wenn Sie Fragen haben. Ja. Wer ist nun der falsche Besitzer? Wer ist der richtige Besitzer? Und wie gesagt, dieses Video hat es hauptsächlich auf Menschen abgesehen, die noch nie einen Hund hatten. Ich weiß, dass ich den Hundeprofis mit diesem Video nichts Neues erzähle, das ist mir klar, aber vielleicht den einen oder anderen der Zuseher, die sich erst kürzlich für Hunde interessieren oder schon länger vorhaben, sich einen Hund zu nehmen, aber noch nie einen gehabt haben. Ja. Und wenn ich hier mit diesem Video nur einem Menschen, einen dieser Zuseher helfen kann, dann ist auch mir geholfen, denn dann weiß ich, dieser Mensch hat es in Zukunft mit seinem Hund leichter und somit auch sein Hund mit seinem Besitzer und das freut mich dann. Ja. Schauen Sie, wenn Sie ein Mensch sind, der sich für einen Hund interessiert und der Meinung ist, bei diesem Tier reicht es, dass es zweimal am Tag draußen ausgeschüttelt wird. Ja. Es reicht, diesem Tier etwas Futter, etwas Wasser zu geben und das war's dann. Dann stehen die Chancen gut, dass Sie ein schlechter oder der falsche Hundebesitzer sind. Ja. Wenn Sie aber wissen, und jetzt passen Sie auf, ich hole etwas aus, dass Hunde recht alt werden können, ja, dass die Haltung eines Hundes mit viel Arbeit verbunden ist, allgemeine Pflege, Fell, Pfoten, Ohren und so weiter, dass sich das Sauberhalten der Wohnung anspruchsvoller gestaltet. Wir wissen, es herrscht nicht immer schönes Wetter. Unsere Hunde haben Fell, manchmal länger, manchmal kürzer, nackte Pfoten, denn die wenigsten unserer Hunde sind mit Schuhe bekleidet, wenn sie unterwegs sind, welche sie sich, wenn sie nach Hause kommen, ausziehen. Dass nicht unbeträchtliche finanzielle Belastung ansteht, und hier sprechen wir von Futterkosten, eventuell anfallende Tierarztkosten, Steuern, Versicherungen und so weiter, dass sie eventuell Kontaktverlust erfahren. Ja, nicht jeder Bekannte oder Verwandte liebt Hunde und hier kann Ihnen schon mal der eine oder andere abspringen, wenn er von Ihnen eingeladen wird. Das ziehe ich mir nicht aus der Nase, das habe ich schon so oft gehört, ich habe es auch schon selbst erlebt und ich sage Ihnen, glauben Sie mir, jeder, der meinen Hund nicht akzeptiert, soll mir recht sein. Ich komme auch gut ohne diese Leute zurecht und ich bin mir sicher, bei den meisten von Ihnen ist das genauso. Sie müssen mit Anfeindungen durch andere Menschen wegen Ihrem Hund rechnen. Wie gesagt, nicht jeder liebt Hunde. Selbstverständlich können auch Probleme mit anderen fremden Hundebesitzern eintrudeln. Auch das müssen Sie mit einbeziehen. Eventuell müssen Sie auf Urlaub verzichten oder Sie nehmen Ihren Hund mit dorthin. Oder aber Sie bringen es fertig, Ihren Hund in eine Hundepension zu verfrachten. Ich persönlich könnte das nie. Schlaflose Nächte können vorkommen, weil Ihr Hund krank ist, Sie von Sorgen geplagt sind und so weiter. Doch wenn wir das alles außen vor lassen und Sie auch wissen, dass Sie mit dem Hund den wahrscheinlich treuesten und loyalsten, vierbeinigen Freund des Menschen besitzen, ja, dann stehen die Chancen gut,
Wenn Sie das alles wissen, was ich gerade gesagt habe, ja, dass Sie ein sehr guter Hundebesitzer, also der richtige Hundebesitzer werden. Ja. Schauen Sie, liebe Neuhundefreunde, denn die Profis wissen das ja, was ich gleich sagen werde. Für mich ist es das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass Sie vor dem Erwerb eines Hundes sich richtig einschätzen. Ihre Möglichkeiten und Eigenschaften mit den Haltungsanforderungen der Rasse vergleichen, die es Ihnen angetan hat. Das ist das Wichtigste, liebe Zuseher, denn passt das nicht, dann garantiere ich Ihnen, dass zumindest ein Teil des Mensch-Hundeteams nicht glücklich sein wird. Und zumeist ist es aber so, dass dann beide Teile nicht glücklich sind. Ich gebe Ihnen mal kurz 3 Beispiele. Ein sehr guter Bekannter von mir, sehr geschätzter Bekannter von mir, hatte bis vor etwa 6 Monaten eine Border Collie Mixhündin. Ist im Alter von 12 Jahren gestorben. Er selbst ist schon etwas in die Jahre gekommen, etwa 10 Jahre älter als ich, nicht mehr ganz gut beieinander mit den Knien, kann also keine weiten Strecken mehr zurücklegen. Sein Bewegungsradius bewegt sich also im überschaubaren Bereich, möchte ich mal sagen. Als diese Hündin von ihm ging, hat er mir gesagt, Herr Zuron, ich nehme mir noch einen Hund. Ich sage, Erich, ja, tu das. Und als er mir dann sagte, was für einen Hund er sich nehmen möchte, nämlich einen Border Collie, erwiderte ich, tu das nicht. Ich erklärte ihm dann auch, weshalb ich der Meinung bin, er sollte die Finger von einem Border Collie lassen, doch das beeindruckte ihn nicht. Er meinte, er schafft das schon. So. Fakt ist, er hat jetzt seit 4 Monaten eine 8 Monate alte Border Collie Hündin, die mit ihm jetzt den 3. Besitzer hat und ist völlig verloren mit diesem Hund. Ja. Ich wusste, was auf ihn zukommt. Ich sagte, hör zu, das ist ein überaus triebiger Hund mit hohem Aufgabenbedarf, hohem Bewegungsdrang, mit dem musst du arbeiten. Da musst du was tun. Dem Hund genügt es nicht, wenn er 3-4 Mal am Tag auf eine Wiese, die etwa 500 Quadratmeter groß ist, den Ball nachlaufen darf. Früher oder später macht dir diese Hündin zu Hause alles kaputt, weil sie am Rad dreht, völlig unterfordert ist. Die tanzt ihm aktuell auf der Nase herum, er weiß nicht mehr ein und aus, kämpft jeden Tag ums nackte Überleben bei der Haltung mit seiner Hündin. Ich habe mir das einige Zeit lang angesehen, habe jetzt entschlossen, ihm etwas beizustehen, versuche ihm etwas zu unterstützen, das Ganze zeitlich irgendwie zu schaffen, neben den anderen Dingen, die ich zu tun habe, weil er sonst ja mehr oder weniger mit diesem Hund verloren ist. Das ist ein typisches Beispiel von Mensch-Hund-Team, das nicht zusammenpasst. Er körperlich nicht mehr der fitteste, eher langsam unterwegs, Beschäftigungsmöglichkeiten dem Hund gegenüber eher gering. Ja. Auch die Strecken, die er mit der noch jungen Hündin bewältigen kann, eher gering. Die Hündin selbst, eine selbst für die schon triebige Rasse Border Collie, sehr triebige Hündin, also eine Hündin mit Bienen im Hintern, ein ziemlich triebiges Individuum, unheimlichen Bewegungsdrang, Wahnsinnsfeuer, Extrempfeffer, ja, passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe es ihm gesagt, ich habe es ihm prophezeit, er hat es mir nicht geglaubt und jetzt bin erst ich Treffer, denn ich muss jetzt zusehen, das Ganze irgendwie unter einem Hut zu bringen, zeitlich, weil ich ihm nicht den Stich lassen möchte mit diesem Hund. Ich mag ihn, ja, und die Hündin ist mir mittlerweile in den 4 Monaten auch schon ans Herz gewachsen. Eine Zuckermaus mit wahnsinnig Feuer. Ich mag sie also auch. Deswegen versuche ich ihnen zu helfen. Aber ein Team, das überhaupt nicht zusammenpasst. Und ohne Unterstützung würden die untergehen. Ja, und die Hündin wäre früher oder später weg, weil er mit ihr nicht zurechtkommt. Zweites Beispiel, wir haben hier in Neudörfel einen American Staffordshire Terrier, der scheinbar nur aus einem Grund angeschafft wurde. Und das ist, dass am Grundstück dieser Familie ein Hund anwesend ist, der durch seine Optik abschreckt. Denn dieser Hund befindet sich 24 Stunden am Tag alleine im Garten. Dem leistet niemand Gesellschaft. Die Familie befindet sich im Haus, ihm wird Futter gebracht, ihm wird Wasser gebracht. Aber viele Hundebesitzer hier in Neudörfel kennen diesen Hund. Die wissen um seine Haltung, die wissen Bescheid bezüglich seiner Haltung. Man kann da nichts tun. Das Grundstück ist groß genug. Er hat eine Hundehütte auf dem Grundstück. Draußen steht eine Wasserschüssel, ein Futternapf. Die einzigen Highlights dieses Hundes sind die anderen Hundebesitzer, die ihn mittlerweile schon kennen, die Mitleid für diesen Hund empfinden, inklusive mir.
die manchmal bei der Spazierrunde mit ihren Hunden dort vorbeigehen, damit er diese Leute begrüßen kann. Der lässt sich streicheln, so ein Kopf, ein riesiger Amstaff, ein Erzieher seiner Rasse. Ein herrlicher Hund, aber der verkümmert charakterlich, ja, wesenstechnisch. Er sitzt mittlerweile schon nur mehr da manchmal, ja, und sitzt tasig auf dem Boden herunter. Vor einigen Monaten, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, sprang er noch herum wie ein Flummiball. Mittlerweile ist er schon völlig in sich gekehrt. Um den kümmert sich den ganzen Tag niemand. Also, das sind Dinge, die ich nicht mal einen Herdenschutzhund antun würde. Ein Herdenschutzhund ist aber ein Hund, der mit solcher Haltung eher noch zurechtkommt. Ein Hund, der sich aufs Wesentliche konzentriert, der aufgeht bei der Bewachung eines Grundstücks, der sonst nichts braucht. Ja? Ein Amstaff ist kein Hund, der sich mit so etwas zufriedenstellt, der muss in die Familie hinein, der gehört beschäftigt, mit dem er gehört zusammengelebt. Aber wie gesagt, ich würde das selbst einen Herdenschutzhund nicht antun, denn selbst dem würde ich regelmäßig und ausgiebig Gesellschaft leisten. Wieder ein Beispiel eines falschen Besitzers. Also Hund und Besitzer, Vorstellung des Besitzers, der Haltung eines Hundes, völlig konträr zu dem, was der Hund wirklich braucht. Sie verstehen schon, was ich meine. Grenzt für mich an Tierquälerei. Ein drittes Beispiel, das ich Ihnen noch geben möchte, von einem Hund-Mensch-Team, das überhaupt nicht zusammenpasst, ist eine schon etwas in die Jahre gekommene Dame. Ich schätze sie Mitte 70, ein Besitzer eines Australian Cattle Dog Rüden, der vielleicht 2 Jahre alt ist, älter ist er noch nicht. Ich sehe sie manchmal, wenn ich mit Vito unterwegs bin, beim Absolvieren einer recht großen Runde, aber in eher gemäßigtem Tempo. Während sie das Beste gibt, mit dem Hund Schritt halten zu können, wirkt es bei dem Hund immer so, als möchte er 2 Gänge raufschalten. Ja, das ist ein Australian Cattle Dog. Das sind Hüte- und Treibhunde mit wahnsinnig viel Feuer. Schauen Sie, ich dachte mir das erste Mal, als ich dieses Gespann sah, vielleicht handelt es sich um den Hund des Sohnes oder der Tochter und die Dame geht mit dem Hund nur manchmal spazieren. Doch mittlerweile weiß ich, dass das ihr Hund ist. Das ist eine tierliebende Besitzerin und niemand spricht ihr die Liebe zu ihrem Tier ab, aber das Gespann passt nicht. Ja, es wirkt bei dem Hund dauernd so, als hätte er den ersten Gang drin und die Reifen würden durchdrehen, so wie der Gas geben möchte. Doch die Besitzerin kommt da nicht mit, obwohl sie ihr Bestes gibt. Das sind so Beispiele, liebe Zuseher, wo es nicht passt. Ja? Das Verhältnis Hundebesitzer mit Hund. Wir haben ja verschiedene Hundebesitzer. Wir haben die gemütlichen Leute, die entweder aus gesundheitlichen Gründen keine weiten Strecken absolvieren können oder keine weiten Strecken absolvieren, weil sie einfach nicht wollen. Ne? Dann haben wir den Durchschnittshundehalter, der sich der Anspruchsvolligkeit dieses Tieres bewusst ist, der auch in Kauf nimmt, hier und da mal weite Strecken mit seinem Hund zurückzulegen, ihm dementsprechend Aufgaben zu liefern und so weiter. Und dann haben wir die supersportlichen Hundehalter, die sich oftmals im Bereich des Hochleistungssports bewegen und hier am liebsten immer ihre Hunde mit hätten. Und für alle diese Typen von Hundehaltern gibt es genügend Hunderassen. Ja, jetzt werden Sie wahrscheinlich darauf warten, dass ich für den gemütlichen Hundehalter, für den Durchschnittshundehalter und für den übersportlichen Hundehalter einige Rassen hier präsentiere. Doch ich sage Ihnen was, wir haben weit über 400 offiziell anerkannte Hunderassen. Und für den gemütlichen Hundehalter gibt es sicher an die 100. Für den Durchschnittshundehalter sicher an die 250 und für den übersportlichen Hundehalter mit Sicherheit auch an die 100 Hunderassen, die sich eignen für diese Leute. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, ziehen Sie sich alles, was es an Rasseporträts gibt, rein. Sei es auf meinem Kanal oder auf anderen Kanälen, wo Hunderassen vorgestellt werden. Machen Sie sich ein Bild von diesen Hunden, speziell von den Hunden, die es Ihnen angetan haben. Sehen Sie sich das an. Sind das triebige Hunde? Sind das Hunde mit hohem Aufgabenbedarf? Sind das bewegungsfreudige Hunde? Und so weiter und so fort. Wie bin ich beieinander? Kann ich dem Hund das bieten? Habe ich die Power? Bin ich gesund genug? Bin ich jung genug? Denn unterschätzen Sie das nicht. Wissen Sie, wie viele Leute ich schon gesehen habe, die auf die 90 Jahre zugehen und auf der Leine einen etwa 5 Jahre alten Yorkshire Terrier geführt haben? Schauen Sie, ich verstehe diese Menschen schon. Die wollen nicht alleine sein, haben vielleicht niemanden mehr. Der Hund leistet ihnen Gesellschaft, gibt ihnen Liebe. Alles klar. Doch schauen Sie, speziell Zwergrassen erreichen oftmals ein Alter von 20 Jahren. Was macht der Hund dann, wenn Sie nicht mehr da sind? Ja?
Irgendetwas ist von heute auf morgen mit ihnen. Sie kommen vielleicht ins Spital für mehrere Monate oder erleiden gar das Ableben. Was ist dann mit dem armen Hund? Der hat noch 15 Jahre zu leben. Sie sind plötzlich nicht mehr da. Sein geliebter Besitzer, sein geliebtes Herrchen oder Frauchen, der versteht die Welt nicht mehr. Der weiß nicht, wo sie sind. Ja, plötzlich ist er irgendwo bei fremden Leuten oder im Tierschutzhaus. Bedenken Sie das. Unterschätzen Sie das nicht. Also, schätzen Sie sich selbst perfekt ein. Bin ich gesund genug? Bin ich kräftig genug für diesen schweren Hund, der mal 80 Kilo erreichen wird? Ja, auch das unterschätzen viele Leute. Laufen dann mit 50 Kilo Körpergewicht herum und führen an der Leine einen 90 Kilo Molosser. Und nochmal, da streite ich mit jedem, der mir sagt, ja, ich habe zwar nur 50 Kilo, aber ich führe meinen 90 Kilo Burbul 1A, ja, weil er das will. Wenn er das mal nicht will, dann führt der Sie, glauben Sie mir das. Und da können Sie mit mir streiten, bis die Hölle zufriert. Das tue ich dann auch gerne. Ja. Unterschätzen Sie solche Dinge nicht. Schätzen Sie sich selbst gut ein. Ziehen Sie sich Rasseporträts rein, sehen Sie sich an, wie diese Hunde funktionieren und dann vergleichen Sie das Ganze mit sich selber. Liebe Zuseher, schauen Sie, es liegt mir fern, hier jemanden belehren zu wollen. Wirklich nicht. Das Einzige, was ich hier tun möchte, ist Tipps abzugeben. Und das ist ein großer Unterschied zwischen einer Belehrung und einem Tipp zu geben. Wissen Sie, wieso ich das mag? Weil ich schon viel zu oft in traurige Hundeaugen gesehen habe. Ich habe das satt. Und deswegen bringe ich solche Videos wie das jetzt gerade hier. Und wenn ich mit diesem Video nur eine Person erreiche und der helfen kann, mit der Denkungsweise, ja, den richtigen Hund oder der richtige Hundebesitzer für, die Hunde sind sowieso immer die richtigen, der richtige Hundebesitzer für seinen Hund zu sein, ja, dann freut mich das schon. Und dann weiß ich, es ist ein Hund weniger da draußen, der ist unglücklich. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, deswegen dieses Video. Also, kurz zusammengefasst, Einschätzung ist das Wichtigste. Bin ich eher gemütlich unterwegs? Bin ich der Durchschnittstyp? Bin ich ein übersportlicher Typ? So, und jetzt gehe ich auf Rassesuche. Ich weiß, um was es geht bei der Haltung beim Hund. Das haben wir vorbesprochen. Ich weiß, was da alles dranhängt. Und jetzt suche ich mir die richtige Rasse aus. Ja. Bin ich ein gemütlicher Mensch? Finger weg von den übertriebigen Hunden und ganz speziell von den großen Hunden, die aus Leistungslinien stammen. Ja. Bin ich ein übersportlicher Mensch, dann werde ich weniger Freude haben mit einem English Bulldog zum Beispiel und so weiter. Sie wissen schon, welche Richtung ich hier einschlage, was ich meine. Ja, liebe Zuseher. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.